Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Vagusschlüssel zur Traumaheilung von Gopal. Norbert Klein ist ein bahnbrechendes Werk, das sich mit den tief verwurzelten Verbindungen zwischen unserem Nervensystem und unserem emotionalen Wohlbefinden auseinandersetzt. Der Autor zeigt auf, wie das ehrliche Mitteilen von Gefühlen und Erlebnissen nicht nur therapeutische Vorteile hat, sondern auch entscheidend für die Regulierung unseres Nervensystems ist. Klein erklärt, dass viele psychische und physische Probleme aus unerledigten emotionalen Konflikten resultieren und bietet praktische Ansätze zur Heilung. Durch eine Kombination aus Theorie, Forschungsergebnissen und persönlichen Geschichten erforscht er die transformative Kraft der Kommunikation im Kontext von Trauma und Heilung. Ziel des Buches ist es, den Lesenden zu zeigen, dass die aktive Auseinandersetzung mit Emotionen und das Teilen von Erlebnissen zu einem gesünderen und harmonischeren Leben führen können. Die Arbeit von Klein ist nicht nur für Fachleute im Bereich Psychologie und Therapie von Bedeutung, sondern richtet sich auch an alle, die sich mit ihren eigenen emotionalen Herausforderungen auseinandersetzen möchten und nach wirksamen Methoden suchen, um diese zu bewältigen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Rolle des Vagusnervs in der Traumaheilung. Der Vagusnerv ist ein zentraler Bestandteil des parasympathischen Nervensystems und spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulation von Stressreaktionen und emotionalen Zuständen. Gopal Norbert Klein erklärt, wie der Vagusnerv als eine Art Schlüssel fungiert, um den Körper und Geist in einen Zustand der Ruhe und Entspannung zu versetzen. Bei Traumatisierungen kann der Vagusnerv überaktiviert oder blockiert sein, was zu einer Vielzahl von Symptomen führt. Klein beschreibt Techniken zur Stimulation des Vagusnervs, einschließlich Atemübungen und achtsamer Kommunikation, die helfen können, die Nervosität zu regulieren und die emotionale Resilienz zu stärken. Ein ausgeglichener Vagusnerv kann somit den Heilungsprozess von Traumata fördern, indem er den Körper in einen Zustand der Sicherheit und des Wohlbefindens bringt. Dies ist besonders wichtig für Menschen, die nach traumatischen Erlebnissen Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren oder Beziehungen aufzubauen. Indem wir lernen, unseren Vagusnerv zu aktivieren, können wir die Kontrolle über unsere emotionalen Reaktionen zurückgewinnen und den Heilungsprozess unterstützen. Zweitens: ehrliches Mitteilen als Schlüssel zur emotionalen Heilung. Ehrliches Mitteilen ist ein zentrales Konzept in Kleins Buch, das darauf abzielt, die Kraft der Kommunikation für die Heilung von emotionalen Wunden zu nutzen. Der Autor betont, dass das Teilen von Gefühlen und Erlebnissen nicht nur therapeutisch wertvoll ist, sondern auch eine Möglichkeit darstellt, eine tiefere Verbindung zu sich selbst und zu anderen zu schaffen. In einer Welt, in der viele Menschen sich isoliert oder unverstanden fühlen, kann das ehrliche Mitteilen zu einem wesentlichen Bestandteil des Heilungsprozesses werden. Klein beschreibt, wie das Ausdrücken von Emotionen in einem sicheren Raum, sei es in therapeutischen Sitzungen oder in unterstützenden Beziehungen, es den Individuen ermöglicht, ihre inneren Konflikte zu verarbeiten und somit zu einer emotionalen Befreiung führt. Er gibt praktische Tipps zur Umsetzung dieses Konzeptes im Alltag, sei es durch das Führen eines Tagebuchs, die Teilnahme an Selbsthilfegruppen oder die gezielte Kommunikation mit vertrauten Personen. Das ehrliche Mitteilen hat das Potenzial, nicht nur individuellen Heilungsprozess zu fördern, sondern auch das kollektive Bewusstsein über Trauma und dessen Auswirkungen zu erweitern. Drittens: die Verbindung zwischen Körper und Geist. Eine der wichtigsten Erkenntnisse von Gopal Norbert Klein ist die untrennbare Verbindung zwischen Körper und Geist. In seinem Buch betont er, dass emotionale Erfahrungen nicht nur auf einer psychologischen Ebene wirken, sondern auch tief in unserem physischen Körper verankert sind. Diese Verbindung wird oft durch unverarbeitete Traumata und Stressoren gestört, was zu somatischen Symptomen führen kann. Klein behandelt die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir die Verbindung zu unserem Körper wiederherstellen können, um unsere emotionale Gesundheit zu verbessern und Traumata zu heilen. Dazu zählt die Integration von Körperarbeit, Bewegung und achtsamer Körperwahrnehmung in therapeutische Ansätze.
Durch Techniken wie Yoga, Meditation und Atemarbeit können wir lernen, auf die Signale unseres Körpers zu hören und emotionale Blockaden zu lösen. Dies fördert nicht nur die Heilung von Traumata, sondern verbessert auch unser allgemeines Wohlbefinden. Der Autor ermutigt die Lesenden, den Körper als wertvolles Instrument zur Selbstheilung zu betrachten und die Bedeutung körperlicher Erfahrungen für unsere emotionale Gesundheit zu erkennen. Die Rückkehr zu einem harmonischen Gleichgewicht zwischen Körper und Geist ist ein grundlegender Schritt auf dem Weg zur emotionalen Heilung. 4. Praktische Übungen zur Traumaheilung. Klein bietet den Lesenden eine Vielzahl an praktischen Übungen und Techniken an, die direkt in den Alltag integriert werden können, um die Traumaverarbeitung zu unterstützen. Diese Übungen reichen von einfachen Atemtechniken über meditative Praktiken bis hin zu speziellen Kommunikationsmethoden. Der Autor hebt hervor, dass die regelmäßige Praxis dieser Methoden nicht nur zur Minderung von Stress und Angst führt, sondern auch das Bewusstsein für die eigenen Emotionen schärft und die emotionale Resilienz stärkt. Klein ermutigt die Menschen, eine regelmäßige Routine zu entwickeln, um ihre Erfahrungen zu verarbeiten und sich mit ihrer emotionalen Gesundheit auseinanderzusetzen. Besonders wichtig ist die Anwendung in sozialen Beziehungen, wo offenes, ehrliches Mitteilen gefördert wird. Die Übungen sind so gestaltet, dass sie sowohl alleine als auch in Gruppen durchgeführt werden können, was die Möglichkeit schafft, sich gegenseitig zu unterstützen. In diesem Kapitel wird deutlich, dass die Eigenverantwortung der Schlüssel zur Heilung ist und dass jeder Einzelne die Fähigkeit hat, aktiv an seiner emotionalen Gesundung zu arbeiten, indem er die angebotenen Techniken anwendet. Schließlich die Bedeutung eines unterstützenden Umfelds. Ein weiterer zentraler Aspekt in Kleins Buch ist die Bedeutung eines unterstützenden sozialen Umfelds bei der Traumaheilung. Der Autor betont, dass Beziehungen zu anderen Menschen eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung von Traumata spielen können. Klein erläutert, wie ein Umfeld, das Verständnis, Empathie und Mitgefühl bietet, den Heilungsprozess signifikant fördern kann. Gerade für Menschen, die unter traumatischen Erfahrungen leiden, ist es oft eine Herausforderung, Vertrauen zu anderen aufzubauen und sich zu öffnen. Hierbei kann die Schaffung eines sicheren Rahmens, sei es in der Familie, in Freundschaften oder in therapeutischen Gruppen, entscheidend sein. Der Autor fordert die Lesenden auf, aktiv Beziehungen zu pflegen, die Unterstützung bieten und das ehrliche Mitteilen fördern. Klein beschreibt auch, wie wichtig es ist, offene und ehrliche Gespräche zu führen, um Missverständnisse und emotionale Isolation zu überwinden. Die Entwicklung eines unterstützenden Netzwerks kann nicht nur helfen, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten, sondern führt auch zu einer stärkeren emotionalen Resilienz und einem verbesserten Selbstwertgefühl. Zusammenfassend: Der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung ist ein unverzichtbares Werk für jeden, der sich mit den Auswirkungen von Trauma, Stress und emotionalen Herausforderungen auseinandersetzt. Gopal Norbert Klein bietet nicht nur tiefgehende Einsichten in die Funktionsweise des Nervensystems, sondern auch handfeste Werkzeuge zur Verbesserung der emotionalen Gesundheit. Das Buch ist sowohl für Fachleute im Bereich der Psychologie und Therapie als auch für Laien geeignet, die nach effektiven Strategien suchen, um sich selbst zu helfen. Dabei wird besonders deutlich, dass die aktive Auseinandersetzung mit eigenen Emotionen und das ehrliche Mitteilen in einer unterstützenden Umgebung entscheidend für die Heilung sind. Die in diesem Buch dargestellten Methoden tragen nicht nur zur Selbstheilung bei, sondern fördern auch wertvolle zwischenmenschliche Beziehungen, die in Zeiten der Not Unterstützung bieten. In einer Welt, die oft von Hektik und emotionaler Isolation geprägt ist, erinnert Klein daran, dass die Verbindung zu unserem Körper, den anderen Menschen und zu uns selbst von größter Bedeutung ist. Für alle, die bereit sind, sich auf den Weg der emotionalen Heilung zu begeben und ihr Leben nachhaltig zu verbessern, ist dieses Buch eine wertvolle Ressource und Inspirationsquelle. Wenn Sie unterstützen möchten, Gopal Norbert Klein, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.